Hallo bei Ink Up Your Pen. Ich möchte euch heute eine weitere Tinte der Firma Noodlers vorstellen. Hier seht ihr sie schon, aber daraus könnt ihr noch nichts erkennen, weil es ist die 130 ml Verpackung und Noodlers ist ja bekannt dafür für einfache Verpackungen und die sind auch für alle Tinten identisch. Insofern muss ich euch jetzt an der Stelle schon mal verraten, um was es geht. Und zwar geht es um die Bay State Concord Grape. Was es damit auf sich hat und so ein bisschen was zur Geschichte, das werden wir als erstes machen. Dann machen wir eine Schreibprobe mit der neuen Tinte. Und danach erzähle ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Und dann ziehen wir ein Resümee. Dann legen wir jetzt los. Dann zur Tinte Heart of Darkness schon mal erzählt, wie es zu dieser Beigabe des Füllfederhalters Charlie kam. Hier nochmal ganz kurz, mit den Anschlägen auf Charlie Hebdo hat sich Noodlers entschieden, bei Beibehaltung der Preise einen kostenlosen Füller für Kalligrafie beizulegen. Und dieser Füllfederhalter trägt den Namen Charlie. Und das, wie gesagt, beruht auf den Ereignissen von Charlie Hebdo. Und hier in Deutschland bekommt ihr ihn, ich weiß nicht, ob sie in den USA das auch so beilegen, bei den Händlern, die ich gefunden habe, zu jeder Packung Tinte von 130 ml, die ich über eBay gefunden habe, bekommt ihr den dazu. Ich habe damals so circa 22 € dafür bezahlt. Ja, soviel ganz kurz zu der Geschichte, können wir auch nebenhin legen. Dann kommen wir hier mal zur Tinte. Und da drin ist noch ein kleiner Zettel, legen wir auch mal die Verpackung nebenhin. Hier wird nochmal auf Federn hingewiesen, Kalligrafiefedern, ja, auch wie beim letzten Mal, wenn ihr euch meine Rezension zur Heart of Darkness anschaut. Ja, aber heute geht es um die Bay State Concord Grape, made in Massachusetts, seht ihr hier unten. Hier seht ihr auch wieder die amerikanische Flagge, gehalten von einem welsähnlichen Tier. Das muss zu Massachusetts gehören, das Wappen. Noodlers Inc. The Vintage Bay State Inks. Das ist nochmal ein Hinweis, das sind Tinten, das ist also eine Serie von Tinten. Die wurden nach einem alten Rezept hergestellt. Hier seht ihr nochmal einen Hinweis. Und zwar 1946 Compatible. So, das sind Tinten, die wurden nach einem alten Rezept hergestellt. Und die sind fast wasserfest, fälschungssicher, alkoholbeständig. Also muss man sagen, das sind also wirklich, ich sag mal, hochwertige Tinten, aber die haben einen entscheidenden Nachteil. Und zwar haben sie Farbpigmente drin und diese pigmentierten Tinten, die können Füllfederhalter verstopfen. Und insofern wird davor auch so ein bisschen gewarnt, diese Vintage Bay State Tinten in hochwertigen Füllfederhaltern zu verwenden. Das werden wir heute auch nicht tun und ich werde die auch nicht in dem Charlie verwenden, weil den möchte ich mir so aufheben, wie er ist, sondern ich habe einen anderen Kolbenfüllfederhalter, einen einfachen, und da werden wir die Bay State Concord Grape versuchen. Ja, wie immer hier auch die Pipette mit gleich dabei. Hier nochmal der Importeur. Da habe ich ihn über eBay bekommen, die Farbe. So. Ja, so viel dazu. Und dann kommen wir als nächstes dann mal zum Befüllen des Füllfederhalters und zu einem Schreibtest. So, ich habe die Tinte nun in einen Füllfederhalter eingefüllt. Es ist ein Kolbenfüllfederhalter, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist ein ganz einfaches Modell. Das ist ein Dollar-Pen aus Pakistan, der 717i. Und den will ich heute mal benutzen. Ihr seht schon, eine schöne dunkle Farbe. Wir werden mal hier ein bisschen näher rangehen, damit ihr die Farbe noch mal deutlicher sehen könnt. So, kommt hier, glaube ich, ganz gut raus. Okay. Ja, dann legen wir mal los. Also, es handelt sich um die Noodlers Inc. Bay State Concord Grape.
Ja, sehr schöne Farbe. Sieht noch besser aus, als wenn man sie hier in dem Tank sieht. Da sieht sie noch dunkler aus. Aber so ist es schon wirklich sehr, sehr schön. Der Füllfederhalter ist ein Dollar-Pen. I und das ist eine feine Feder. Okay, Papier ist Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Was müsste man noch wissen? Das war es eigentlich schon. Dann werden wir mal mit dem Füllfederhalter noch mal ein bisschen schreiben. Jetzt haben wir ihn im Moment offen gelassen. Mal gucken, wie die Tinte, wie der Tintenfluss hier ist, beziehungsweise ob die Tinte hier schon irgendwie etwas verstopft. Also ich habe im Internet gelesen, dass nach einem Tag liegen lassen, dass es da schon Probleme geben könnte. Insofern ist hier wirklich Vorsicht geboten. Und man muss auch davon ausgehen, dass hier dieses Sichtfenster, was ihr hier seht, nachher von der Tinte eingefärbt ist. Was in dem Fall nicht wirklich schlimm ist, aber ich will es euch nur vorher sagen, nicht, dass ihr das in einen hochwertigen Füllfederhalter einfüllt. Ja, also wirklich eine tolle Farbe, ein schönes Schriftbild. Ich werde noch mal ein bisschen näher rangehen. Da könnt ihr das noch mal etwas genauer sehen. So. Ich noch mal ein Stück näher rangehen. Also ich finde, die sieht wirklich toll aus. Ist ein schönes Lila. Ich finde, es ist eine leuchtende Farbe. Da kann man sich dran erfreuen an dieser Tinte, aber es ist, wie gesagt, Vorsicht geboten damit. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt und ich erzähle euch, was mir an der Tinte gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut an der Noodlers Bay State Concord Grape? Ich zeige es euch nochmal. Also ich mag die Etiketten von Noodlers. Ist jetzt nichts Spezielles für diese Tinte, aber ich finde sie ansprechend und witzig. Ich mag diesen Anspruch, den Noodlers an sich selbst hat, günstige Tinte, große Menge zu vernünftigen Preisen herzustellen. Man muss bedenken, in den USA ist diese Tinte nochmal deutlich günstiger, als wir sie hier in Deutschland bekommen können. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich mag diesen Vintage-Style, also alles, was, ich denke mal so um die 70er Jahre oder vor den 1970er Jahren rausgebracht wurde. Das ist, ja, ist halt so eine Vintage-Tinte. Und diese beruht eben noch auf einem älteren Rezept aus den 1940er Jahren. Und die war sehr beliebt in Neuengland und da hat man sie jetzt einfach mal in diesem alten Stil und mit dieser alten Herstellungsmethode mit den Pigmenten wieder aufleben lassen. Und das finde ich sehr schön. Man muss natürlich vorsichtig sein und ich zeige euch nochmal den Füllfederhalter. Ich würde also hier immer nur ganz einfache Schreibgeräte hernehmen, um mit dieser Tinte zu experimentieren. Ich habe im Internet viele Hinweise bekommen und gefunden, dass Leute nicht nur den Füllfederhalter damit, ich sag mal, markiert haben, dauerhaft mit dieser Tinte, sondern eben auch Möbel und Teppichböden und sonstige Dinge, wenn da etwas daneben geht, was diese Tinte betrifft. Man bekommt sie einfach nicht wieder weg. Das muss man halt wissen. Also da ist höchste Vorsicht geboten. Ja, mir gefällt die leuchtende Farbe. Ich zeige es euch hier nochmal. Hier haben wir also nochmal die Schriftprobe, die wir eben zusammen gemacht haben. Also insofern, ich finde, es ist eine tolle Farbe. Mir gefällt sie sehr gut. Ich werde sie auch benutzen. Aber wie gesagt, nur in einfachen Schreibgeräten.
Was gefällt mir weniger gut, dass ich sie nicht in einem schönen, teuren Füllfederhalter, wie zum Beispiel einem Leonardo, verwenden kann, weil ich da Angst haben muss, dass die Tinte mit den Füllfederhalter zerstört und der dann eben entsprechend verstopft und ich ihn nicht mehr sauber bekomme. Dann hatte ich euch eben schon gesagt, dass nicht nur das Schreibgerät beschädigt werden kann, sondern eben auch alles, womit die Tinte in Berührung kommt. Sie ist halt dann nicht für jeden Füllfederhalter geeignet. Vorsichtiger Umgang ist notwendig. Und ich habe im Internet gelesen, dass die Papierauswahl relativ schwierig sein soll. Ich habe jetzt die nur auf einem, ich habe sie jetzt mit euch zusammen zum ersten Mal aufgemacht und habe die nur auf einem Papier getestet, nämlich meinem typischen Papier, das ich in all meinen Tests verwende, das Clairefontaine DCP 160 Gramm. Und ich zeige es euch nochmal. Im Internet hat man gesagt, das blutet irgendwann aus. Aber das, muss ich sagen, hält sich hier wirklich sehr gut auf diesem Papier. Also ich würde euch anraten, wenn ihr mit der Tinte etwas macht, weil viele Leute haben bemängelt, dieses Papier geht nicht und Rhodia geht nicht und was weiß ich nicht noch alles. Aber mit diesem Papier, seht ihr selber, da funktioniert das recht gut. Also ich kann das nicht bestätigen, dass hier irgendwie die Tinte auch durchdrückt. Ich kann es nochmal von der anderen Seite zeigen. Da seht ihr, der Tintenfleck ist übrigens von vorhin, der hat nicht ein Durchdrücken zur Folge, sondern ist ein Fleck, der entstanden ist, als ich vorhin die Tinte auf dem Papier hier befüllt habe. Also hier blutet auch nichts durch und auch die Buchstaben, die ziehen keine kleinen Linien, also die Federn nicht. Insofern alles gut mit der Tinte. Okay, ja, würde ich sie mir wieder kaufen? Ich würde sie mir wieder kaufen. Ich finde, der Preis hier in Deutschland ist etwas hoch. Ich will jetzt auch nicht jedes Mal einen neuen Füllfederhalter dazu haben. Vielleicht würde ich beim nächsten Mal dann die Tinte in den USA bestellen. Muss man schauen, ob man da irgendwie versandkostenfrei dann rankommt. Wenn man genug bestellt, dann hat man halt wieder das Problem der Einfuhrumsatzsteuer oder des Zolls. Muss man sich anschauen. Aber ansonsten hat man halt jedes Mal dann wieder einen Charlie Füllfederhalter mit dabei. Aber ich würde sie mir auf jeden Fall wiederholen, weil ich finde, diese leuchtende Farbe, das ist toll und sieht gut aus. Und insofern kann ich es euch ans Herz legen, dass ihr damit ein bisschen experimentiert. Aber wie gesagt, immer mit Vorsicht, sonst ruiniert ihr euch eure Sachen. Ja, das war's zur Noodlers Ink Bay State Concord Grape. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf Ink Up Your Pen.